Hallo und willkommen in meiner Küche. Manchmal gibt es Rezepte, die einem ganz besonders am Herzen liegen und dieses ist eines davon. In diesem Video zeige ich, wie ich schlesische Pfannkuchen backe. Das sind mit Pflaumenmus gefüllte Krapfen oder auch Berliner, wie manche sagen würden. Ich muss zugeben, dass mich als Kind die Bezeichnung Pfannkuchen zunächst irritiert hat, aber so hießen sie nun mal in Schlesien. Name hin oder her, sie sind einfach nur extremst lecker und als Kind konnte ich es nie abwarten, bis die ersten Pfannkuchen meiner Oma fertig waren und sie wurden sofort gegessen. Ich bin sehr froh darüber, dass sie mir gezeigt hat, wie man sie macht und möchte euch gerne daran teilhaben lassen. In eine Schüssel habe ich 500 Gramm Mehl gegeben. Mit einem Schneebesen lockere ich es auf, in der Hoffnung, dass es sich mit Sauerstoff anreichern kann, was wiederum der Hefe zugute kommen wird. In die Mitte drücke ich mit einer Soßenkelle eine kleine Kuhle und dort hinein gebe ich 15 Gramm frische Hefe. Ich habe bereits 150 Milliliter Milch abgemessen und davon gebe ich nun 3 Esslöffel auf die Hefe. Die Milch darf kalt sein. Milch und Hefe werden vermischt, bis ein Brei entsteht. Ich hatte zu viel Milch genommen und deswegen gebe ich noch etwas Mehl dazu. Dieser Vorteig bleibt nun 10 bis 15 Minuten stehen, bis er noch mehr Blasen wirft. Dann gebe ich 2 Eier und ein Eigelb dazu, spanne die Schüssel in meine Knetmaschine und lasse sie laufen. Nun gebe ich noch 30 Gramm Zucker in den Teig sowie eine gute Prise Salz, was man leider nicht wirklich gut erkennen kann. Des Weiteren kommt noch der Rest der 150 Milliliter kalten Milch dazu. Zwischendurch prüfe ich, wie fest der Teig ist, denn bei einer Knetmaschine hat man schnell den Eindruck, der Teig sei zu fest. Meine Oma hat dann immer auch noch etwas Rum in den Teig gegeben, was ich ebenfalls mache. Das ist gut für den Geschmack. Nun gebe ich noch die weiche, in kleine Stücke geschnittene Butter dazu. Den Teig lasse ich gute 10 Minuten kneten, bis er schön zusammenkommt und geschmeidig wird. Er wird aus der Schüssel genommen und ich knete ihn anschließend immer noch mal kurz von Hand durch, denn das gibt ihm den letzten Schliff. Der Teig wird zurück in die Schüssel gegeben und an einem warmen Ort stehen gelassen, bis sich sein Volumen fast verdoppelt hat. Damit er nicht austrocknet, wird die Schüssel zugedeckt. Während der Teig geht, sollte man sich alle benötigten Utensilien zur Hand legen. Auf ein Backblech gebe ich etwas Backpapier, darauf werden die geformten Pfannkuchen abgelegt. Des Weiteren ein Kuchengitter zum Abkühlen, eine flache Schüssel zum Glasieren, ein Backpinsel, Puderzucker und Rum, ein Schaumlöffel, Holzstäbchen sowie eine Schüssel zum Anrühren der Glasur. Auch das Pflaumenmus habe ich mittlerweile aus dem Keller geholt. Hier habe ich 2 Gläser mit Pflaumenmus. Das linke habe ich nach dem Abfüllen eingefroren, da es kein Vakuum gezogen hat, und das rechte habe ich nicht eingefroren, da das Vakuum in Ordnung war. Wohlgemerkt, beide stammen aus dem gleichen Topf. Interessanterweise hat das tiefgefrorene Pflaumenmus seine Farbe behalten, während das andere sich in der Farbe verändert hat. Geschmacklich waren die beiden aber gleich. Der Hefeteig ist lange genug gegangen. Ich nehme ihn aus der Schüssel, gebe ihn auf die bemehlte Arbeitsfläche und ziehe ihn zu einem Rechteck von vielleicht 25 x 40 cm auseinander, ohne ihn jedoch zusammenzudrücken. Nun teile ich ihn in Streifen von ungefähr 6 cm Breite ab. Dieser Streifen wird etwas in die Breite gezogen und halbiert. Ein Rechteck davon wog so um die 80 Gramm. In die Mitte der einen Hälfte wird ein Klecks Pflaumenmus gegeben. Ich habe einmal nachgewogen, es waren so um die 13 Gramm. Es darf nicht zu wenig sein, aber auch nicht zu viel. Das Pflaumenmus sollte auch nicht zu flüssig sein. So wie es hier ist es gerade richtig. Nun wird der Teig hauchdünn mit etwas Eiweiß bestrichen. Das ist wichtig und dieser Schritt darf auf keinen Fall ausgelassen werden. Warum, werdet ihr gleich sehen. Nun wird die andere Seite des Teiges angehoben und über den Klecks mit dem Pflaumenmus gelegt. Der Teig wird sehr vorsichtig und feinfühlig angedrückt.
Das Eiweiß bewirkt, dass die beiden Teigplatten sich nun verbinden und zusammenkleben. Nun werden mit einem Ausstechring von 8 cm Durchmesser die Ecken abgestochen, damit der Teigling einigermaßen rund wird. Die gefaltete Stelle kann dabei ausgespart werden, denn dort ist der Teig nicht unterbrochen. Einigermaßen rund ist ausreichend, denn der Teig wird nochmal aufgehen und dabei in seine Form finden. Nun wird der Rand zwischen zwei Fingern fest zusammengedrückt, damit er gut verschlossen ist, denn das Pflaumenmus darf beim Ausbacken nicht in das heiße Fett gelangen. Dort würde es anfangen zu spritzen und der Pfannkuchen wäre ja im Grunde genommen verdorben. Wenn das passiert, muss man alles schnell aus dem Frittierfett herausnehmen und hat wieder eine Erfahrung mehr im Leben gemacht. Dies hier ist so ein Kandidat, bei dem man aufpassen muss. Dass man hier das Pflaumenmus sehen kann, ist nicht gut. Man kann den Teig aber wieder darüber verschließen. Diesen Teigling lege ich mir extra und werde ihn als letztes backen. Dann wird der Teigling noch in der hohlen Hand hin und her gewogen, damit er wieder schön rund wird und anschließend auf das vorbereitete Backblech gelegt. Man muss nicht jeden Pfannkuchen einzeln, man kann auch mehrere gleichzeitig zubereiten. So sehen sie in Reih und Glied auf dem Backblech aus, wo ich sie jetzt nochmals an einem warmen Ort gehen lasse, bis sie sich wieder etwas vergrößert haben. In dieser Zeit bereite ich den Zuckerguss vor. In eine kleine Schüssel gebe ich 20 Esslöffel Puderzucker und 5 bis 6 Esslöffel braunen Rum. Die Zutaten werden verrührt und zur Seite gestellt, bis ich sie brauche. Um festzustellen, ob das Frittierfett heiß genug ist, hatte meine Großmutter eine ganz einfache Methode. Sie stellte ein Holzstäbchen hinein und wenn Bläschen aufstiegen, hatte das Fett die richtige Temperatur. Ich habe nachgemessen, es sind so um die 160 Grad Celsius. Ein Teigrest fängt auch sofort an zu backen. Es kann also losgehen. Die Teiglinge lege ich auf 2 Essstäbchen und lasse sie vorsichtig in das Fett gleiten. Einen Schaumlöffel kann man aber auch nehmen. Nach Aussage meiner Oma ist ein Holzstäbchen das beste Instrument, um die Pfannkuchen im heißen Fett zu wenden, und sie hatte recht. Vorsichtig wende ich die Berliner bereits nach einer halben Minute. Die Hitzezufuhr habe ich mittlerweile reduziert. Zu heiß sollte das Fett nicht werden, denn dann werden die Pfannkuchen außen sehr schnell braun, während sie innen noch nicht gar sind. Ich wende sie also immer wieder und nach gut 4 Minuten nehme ich sie aus dem Fett. Ich weiß nicht, wie meine Oma das gemacht hat, ich nehme dazu einen Schaumlöffel. Die Pfannkuchen lege ich auf Haushaltspapier und bestreiche sie noch heiß mit der Glasur. Dazu lege ich sie in eine flache Schüssel, bestreiche sie mit der Glasur und lege sie auf ein Kuchengitter zum Auskühlen. Die nächsten Küchlein werden ausgebacken und so weiter. Praktisch ist es, wenn man das zu zweit machen kann, dann kann sich einer um das Ausbacken kümmern, während der andere das Glasieren übernimmt. Wie dem auch sei, so sehen die fertigen Pfannkuchen aus. Unnötig zu sagen, dass sie frisch am besten schmecken, wenn das Pflaumenmus innen noch lauwarm ist. Aus den Teigresten habe ich übrigens Zöpfe geflochten, die ich ebenfalls im Fett ausgebacken und mit Zimt und Zucker bestreut habe. Mein Opa arbeitete in einer Metzgerei und zu seinem Geburtstag musste meine Oma immer für die ganze Belegschaft Pfannkuchen backen. Und da sie heiß begehrt waren, war die ganze Küche übersät mit Pfannkuchen und es ging hoch her. Zum Glück hat meine Oma mir dabei gezeigt, wie man die Pfannkuchen macht. Hier zeige ich nochmal in Originallänge, wie die Pfannkuchen ausbacken. Es mag vielleicht etwas lang sein, aber manchmal muss man Dinge einfach sehen, damit man sich daran wagt, sie selber zu machen. Ich hoffe sehr, ihr probiert diese Pfannkuchen, Krapfen, Berliner, Faschingskrapfen oder wie auch immer man dieses Schmalzgebäck nennen mag, einmal aus. Es ist nicht schwer, wenn man sich alle benötigten Utensilien rechtzeitig zur Hand legt. Die Pfannkuchen sind viel besser als diese gekauften Gebäckstücke, bei denen Marmelade verwendet wird. Ihr werdet sehen.
Und hier ist das Rezept nochmal zusammengefasst. Für ungefähr 12 Pfannkuchen benötigt man 500 Gramm Mehl, 15 Gramm Hefe, 2 Eier, ein Eigelb, 150 Milliliter Milch, 30 Gramm Zucker, 60 Gramm Butter, 3 Gramm Meersalz, ein Esslöffel Rum, ungefähr 150 Gramm Pflaumenmus und ein Eiweiß zum Bestreichen. Nach Geschmack Puderzucker und Rum zum Glasieren. Viel Spaß beim Backen und wie immer guten Appetit!